Sehr guten Morgen. Das grote fertig, wat ik darf haben, wat mij waar onvertrouwd is, dat wordt hier zo meedelen. Ik wil van jou wat reden, wo ik al over een jaar heb met te doen gehad en over gedacht, met Christen van dingen verteld en met some van hun bruiden over dingen verteld. En we willen ons beschäftigen mit von der über Jäwen. Sollen wir Jäwen oder sollen wir nicht Jäwen? Im Neuen Testament weiß ich nicht, ob das von den Tieren redet, aber das redet von beständig Jäwen. Und wenn ich denke an das Fertig, was ich habe, dass ich nicht ein Lehrer sehe, was die versorgen tun, dann fällt mir sehr gut, um das zu reden. Ich glaube, kriegt der Timer ist für ein Schwur für einen Lehrer, wenn er soll an der Timer reden. So, und ich dachte hier so, aus dieser Gruppe hier, die Instrumenten spielen, wo wird von mir das wir mir ein großer sehen. Und ich dachte so, ich will ihnen sagen, die haben die Zeit gut geschätzt, die haben die Zeit für was Gutes gebracht. Und wenn es noch ein Zusammensehen gewesen ist, dass ich abgewassen sehe, dass Instrumenten spielen, dass wir verhältnis nicht ein rechtes Ding zu tun. So, da lest die Psalms durch. Wenn du da stark bist, dann frau dich noch einmal, ist das reich, Instrumenten spielen. Das ist mir reich ein Gebot von Gott, dass wir das sagen. Weil du darfst die Psalms nicht alle durchlesen, du bloß die letzten 10 durchlesen. Das ist ein Gebot von Gott, dass wir mit Instrumenten sollen Gott loben und preisen. Auch wenn wir in so eine Stadt kommen aus das. Mir ist das interessant, weil sehr einem dort sehen, dass, wenn einer dort einem sein Zeugnis mitteilen, wo einer erst zum Glauben gekommen. Viele kommen schwer zum Glauben, kann das schwer begreifen. Ich sehe einer von denen, ich habe das schwer begreifen. Ich sehe der letzte Jünd, dass ich hat nicht einen Tag und eine Zeit, von wo ich klar wird, dass ich mich bekehrt hat. Weil ich hatte nicht nur abgepasst. Aber ich weiß von wo Jahren, dass das Evangelium nach uns kam und das Evangelium wird mit uns mitgeteilt. Ich frage an sie, Kinder gestern, habt ihr mal mein Zeugnis gehört? Dann sagen sie, nee, ich sage, das ist nicht gut. Dann sage ich meine Frau, das habe ich Ferten gehört. Da habe ich so Ferten an, ich kriege mitgeteilt. Dann frage ich, habe ihr Mama ihr Zeugnis mal gehört? Na, sie wussten nicht. Na, wem Zeugnis habe ich dann gehört? Na, bloß uns gerade Kind ihr Zeugnis hatten sie noch mal gehört. Und ich dachte von der und ich will am besten mein Zeugnis mitteilen. Das sind nun 12 Jahre 3 von 192. Und ich habe immer 2 Personen, sehr hoch im Kopf, was sehr hoch besorgt werden, dass wir sollen vom Neuen geboren werden. Wir sollen Sündenvergebung kriegen und wir sollen den Heilsplan verstehen können. Den einen sie nehmen wir John Wall, hat er bei der am Zeitgeist mithalten. Und den einen sie nehmen wir Jeff Web. Haben wir mal verstanden von manchen Deutschen, sie werden manche Maxer geroden. Und er hat ein sehr prostes Leben gehabt. Und sehr verbessert ohne Deutsche, aber er hat der rare Leib gekriegt. Er war sehr besorgt, dass wir das würden kriegen. Und dann will er Verstand schaffen, er will eine Prediger, will er, entschuldigt mich, so. So, du will er schaffen. So, ich will ein Prediger der Jung, so ich habe das fertig zu hören, was er zu sagen hat. Aber du hast dann die Gefahr, dann kann ich sagen, wo er gelebt hat, wenn er seine Sachen sagen darf, wo Prasser gelebt hat, dann will ich mich trösten mit dort, wo viel, dass ich noch lang nicht so schlecht bin. So, und ansonsten, weil wir einmal unsere Hoffnung ansaten, und du hast keine Hoffnung nicht ansonsten, dass wir noch nicht so schlecht waren als der schlechteste Mensch. Aber dann wäre es so, dass wir an 92, wo das anfangen, so ich bin eine Prediger jung, so je weten, ich hatte von klein von Gott gelehrt. Ich sehe dann meine Fähige Botschaft, wo eine Bibelversen mir alles denken deuten.
von was mein Vater gesagt hat. So, wenn wir dann nu dort Part, was wir müssten leiden, dass ich nicht klar kam, dass ich eine Hoffnung hat für ewiges Leben. Wenn wir dort Part, was wir müssten leiden, und das war ich wel besonders, weil ich dort rüberbringe. Dort Part, was wir müssten leiden, dass wir Jesus Christus sein Opfer, das wir müssten. Genug, das mein Vater, den ich erwähnt, hat er erwähnt. Oh. Hij deed dat erwähnt. En hij deed ook glauben erwähnt. Dat part wat van ons is. Dat andere dat je doen, dat Gott zijn zie, dat hebben je doen. Maar dat mijn part van glauben en vertrouwen, dat ik kan deelhaftig worden, ik kwam er niet klar met. So, en we hadden ook genoeg dingen, wat ons daarvan vallen moeten, van een gerechtigheid bezetten. Een deel dingen hadden we, een deel rules. Er gesetzen. En dus een gevoel van jou, dat we dingen ganz wegschmieden doen, en er steht, dat we ons Gott unter Orden doen, dan sagt we dingen drei in zijn, die zijn manchen gesetzt. En Jäwen is een Part, wat we wollen, wo wir in Gefahr sind, dass wir das nicht drei unter dem Gesetz stellen. Und ich freue mich für das Thema, dass ich die Bibel habe. So dass ich nicht was sein und das letzte Wort sein und nicht das erste, wo wir gehen sollen. Das wird die Bibel uns sein von dir. Und ich war dort anlernen. So, aber wieder, so, dann hatten wir ein paar Jahre mit das zu tun und die kamen bei uns auf dem Hof und die vertauschten mit uns. Und dann kam das zu das Jahr 94 und da will ich mich befreien und das kam so dicht bei uns, das dann kam. Und diese Männer wussten dort, und die wussten dort, dass ich mich taufen lassen. Und die wussten dort auch, dass ich nicht vom Nien geboren bin. Dass ich nicht an das Opfer Christi und seine Genut und seine Barmherzigkeit teilen will. So, sie waren sehr hart zu mir. Und überzeugten mich ganz. Und wir weiten, weil wir da in Kirchen lernen an die Titen. Ich habe mir einmal gesagt, dass ich da op een stap schaffen, wie dat Wasser, und dicht bij weer een brei, so, en dan, wanneer Wasser in dat, dan hebben we een Zwischentijd, dan kan je er weggaan, so, deze Zwischentijd, die bracht ik dan zum Kirchhof leren, ik wilde uitwendig gaan Kirchhof op zijn. So, aber dann bracht Gott das Vers, was ab der, ich glaube, das ab der 18. Seed, dus die zweite Frau, der ist durch so steht, wodurch hat Gott sein Volk erleist. Und dann sagt er dadurch, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Aber diese zwei Männer, die stürken an meinen Kopf, dass ich überzeugt wie ich ein Sünder. Und ich mag sagen, die hatten vom Frieden so viel gezeugt von mir, dass ich kein wahrer Frieden habe, ich kann Sündenvergebung haben. Und ich kann weiten, ich war gestorben, ich war aufreisen im Himmel. Und ich kann froh sein. Aber das wäre das schwanste Ding. Das wäre noch, boven auch noch eine große Sinn, zu sagen, ich weiß, ich war gestorben und ich sehe Rat. Das wäre eine schlechte Hoffnung, wer sich sonst wäre zu sein. So, und ich kann das nicht aus utwendige Gebete beten, und ich bete zu Gott. Aber mein Verlangen, ich mag Sündenvergebung haben. Sie hatten mir gesagt, ich könnte Gott so verteilen, als du hier nicht verteilst. So kostet du Gott verteilen, aber das käme mir nicht an, dass ich so dort beten würde, was ich in mein Hart denken oder feilen würde. Dass ich mich würde ausschaden. So, und ein Tag, wo mir sehr dicht bekam, dass ich einen von diesen Männern sehe, dass ich meine Sünden bekannt und ich war noch nicht so und so schlecht war und ich proud mein Bestes. Und dann sagte er zu mir, habe dir das sei, als ich meine Sünden abrichtig bekannt habe. Was so schlug mir das zu sein, wenn das wirklich was passiert? Dann sagte ein Weltmensch, und Jesus Christus kann nicht mal seine Sünden abrichtig bekennen. So, Herr, schien nicht mal ein Christ. Mal, wenn er Vergebung haben, der euch genommen hat, dann kann er den auch abrichtig bekennen, seine Sünden. So, da in der Breg, wo ich ganz top gebrochen bin, wusste nicht, wohin mit mir selbst. Da dachte ich an nichts so sehr, als weil ich meine Sünden geredusten, nicht meine Sünden reich bekannt hat. Und ich dachte an nichts so sehr, als
Ich habe das noch nicht zu holen gekriegt, dass das genug wird. Jesus sein Blut, Glauben, Vertrauen, seine Barmherzigkeit. Das habe ich noch nicht vernommen. So, anfall ich mich mit nicht so zu schonen, als dass das Krieg so wird. Ich habe meine Sünden, traggetreten, habe ich es dort bekannt. Und hier bin, weil ich eine Hoffnung habe. Nicht, dass mir so klar wird. Aber ich habe eine Botschaft gehört, und da sagt der Prediger, dass wir am Boy gerettet, und das ist eine große Aufgrund, eine Piet lappt der Feit auf, und der fällt drauf, und der sagt, das ist mein Tod. Und da habe ich eine Quake gehört, diese Botschaft, und dann hat der Prediger, und das Mann hat gesagt, Gott sei mir sind er gnädig. Und da wird eine Spruch, eine gute Hoffnung ut für das. Das ist, was ich dann sehe. Du in Hebräer. Gott sei mir sind er gnädig. Aber was je den Tag, was mir das klar wird, dass das genug ist, und dass das nicht mal am Sünden bekannt ist, dass das Christus sein Opfer ist, und dass ich Bibelversen kennenlerne, das ist Johannes 1,12, als mir das klar wird, dann wird Gott mir gnädig, und dann wird mir das klar, dass er mich dann vergift hat. Weil ich ging ja das, ich ging Frau abgestatten ab und schafft wieder. Und mein Vater merkt das, und er fragt mich, Lothar, hey, Knalls, was ist mit dir geworden? Und er fragt, was mir nicht mal so schlecht ging. No, das geht nicht. Das geht bloß nicht mal. Ich hatte nicht mal wissen, das sei. So, ich habe nur die Zeit nicht abgepasst, aber Gott hat das mir einmal gebracht. Weil dann habe ich geschafft und wollen Menschen das Evangelium mitteilen. Dann haben wir eine Sorte von einer Arrangement, was breitet hat. Und dann hat wir auch verschiedene Dinge gehört. Und dann sagte ich, Bruder, ich kann das immer hören, wenn die Menschen Dinge vertellen, dann, als die diese Genut, als die das Opfer klar ist, als die das nicht ist. Oder als die bloß wollen die Dinge abwählen, was sie getan haben. Oder als die sich wollen ab die Genut verloren. Als die an das Opfer Christi denken, als die an das Blut denken. Ich kann das immer hören. Wo sie denn nicht bloß bleiben im Vertrauen würden. Bleiben im Vertrauen. Und es steht so viele Dinge sein. Und dann braucht Gott das wahre Tränen in mich. Dann früh ich mich wahre. Ich bin da in der Tiden gegangen. Als wir das erste Jahr in der Karte kamen, und in 99, da fuhren wir noch eine spanische Service durch. So. Und wir waren dann auch bei einer kleinen Gemeinde beigegangen und wollen dort mithalten. Und dann, als hier ich die Predigt auch über den Heilsplan, über Heilsgewissheit, über Christus sein Opfer. Und dann fällt ich mich ganz kalt. Und da wird Anladung gemerkt, wer dem Herrn Jesus von der Welt annehmen, der soll daheim abheben und Luther kann in den Ferien kommen. Oh man, und ich hoffe auch daheim. Ich will auch Jesus annehmen. Was war noch einmal nicht passiert wird, dass ich dem Herrn hat angenommen. Und dann, als ich da in den Banken stand, ich kann das allmählich mir dort an in den Ferien gehen und das Sündergebet nur sein. Ich kann das für keine Weile tun. So, aber am nächsten Tag, mir wird so dicht bei, ich fällt mir so, als mein Leben, von dann, dass ich das Evangelium gehört habe, als das bloß eine ganze Heuchlerei. Was ist eigentlich nicht klar? Ich den Tabak führen dann, und ich ging mit dem Tabak nach früh Gott. Wo kann ich klarkommen? Dass ich den Kind sehe. Und mir wird klar, ich will mit der Bibel lesen. Man, ich will helfen, was dann, aber ich will mit das Wort Gottes bekannt sein. Kann ich von der die genau den Kind sein, und allein für den Opfer. Und das ist mir ein großer Segen gewesen. Aber du, wenn wir an unsere Botschaft angehen, und weil wir sein, was wir wollen lernen von der über Jäwen. Zum Tag wollen wir mal in 2. Korinther Kapitel 9, Vers 7 lesen. Und da wollen wir an der Mose angehen. Aber nu wollen wir erst das Vers hier so lesen. 2. Korinther Kapitel 9, Vers 7. Du sagst so das. Ich will Vers 6 lesen. Das sagt, denk daran, wer sparsam seid, wird auch sparsam ernten.
wer aber mit voller Hang uitstrebt, wordt rechtlich arten. En dit is ons verlangen wat we willen. Keiner will sich de ganze Mee en Ankosten merken, zum na Ackerie wegstellen und ganz wenig raufkriegen. Die will nicht mal bloß die Ankosten durchkriegen. Das ist nicht, worauf einer schafft. In der Wirklichkeit, dann fällt einer am Titel, den so einer halb verspielt. So, aber mir hat das das Hermann erzählt, das hat die Geschichte vertellt von dieser Früh, die gemacht wird. Die wir gemacht verschiedene hatten das gehört, aber zuletzt sind 38 zwei, die das gehört haben. Keiner hat sich gewehrt, was zu sein, vor Angst. Und er sagt, und der, was die mich kann, die weiten dort ich gerät jässlich. Und wir wollen hier auch ein jässliches Bild nehmen. Wir wollen an mehr denken, als bloß an natürlich, wo Gott habe ich getan, oder wo Gott habe ich getan. So, wir wollen nicht ackern, dort wir kriegen dort bloß drei. Wenn ich zum Glauben gekommen bin, ich will nicht bloß dort zum Glauben kommen, oh, nu habe ich das wenigstens verstanden, dass ich sie gerät. Aber das ist eine große Welt voll Menschen. Vers 7 sagt, in jeder Soldat, was er sich am Hort vernommen hat, mit Frieden geben, und nicht bemacht, Gott als der Gott, der mit Frieden geben kann. So, hier, glaube ich, redet von, was nicht Titel gibt. Aber wir wollen auch an Jässel denken. Das ist auch wichtig, dass wir dort geben und dass wir dort mit Frieden geben, was wir am sonst gekriegt haben. Ich stelle mir das fertig immer, wenn ich an diese Männer denke, die in meine Eltern kommen, schafften, verstanden mit uns. Sie wollen die Zeit utnutzen, zum Mitteilen und sich uns zum Freund machen. Aber für eine Ursache, dass wir sollen nur das Wort Gottes hören. 5. Mose Kapitel 16, Vers 17. Wollen wir mal checken, was das da sagt. Wenn du wahrer geboren bist und du hast ein Zeugnis, ich rufe dich dort noch mal mitteilen. Wenn du mit deinen Geschwistern satten ist. Frau, irgendwer muss sie sein Zeugnis mitteilen. Eine Frau, als du kannst dein Zeugnis mitteilen. Vielleicht weiten sie das all. Und du wirst frisch gesehen worden. Und du wirst jässlich wissen, wenn du wirst dein Zeugnis mitteilen. Fünfte Mose 16, Vers 17. Das sagt, bring so aus je kann, du nur aus der Herr, den Gott gesehen hat. Das, was das hier sagt, das sagt, bring so aus je kann. Das erwähnt hier nicht den Tienden. Aber wir fangen an Malachi, fangen wir strenge wird, wenn wir da mal handrehen, Malachi Kapitel 3. Als ich ja dort mal lesen deed, mir wir sagen aber, über die Sache. Und mir wir nicht so zu wadern, als wenn das sein, als wenn ich dort annehmen, Gott sagt zu mir, ich habe am Bestuhl. Dort wir das schwanste Ding, was ich das letzte hier mache, dass ich Gott bestuhl. Und das ist Part vom Alten Bund. Ich weiß, die Frau von der ist, wo sagen wir, wie viel Tags da wir tun, wie viel bleibt uns noch, von welchem Part da wir dann den Tienden aufteilen, oder weil wir gleich den Tienden aufteilen. Da von da was immer bleibt, wenn der Tag sich auf ist, weil von der Tag, wir können Rechnung merken. Und wenn wir nicht ein Wort haben von Jäwen, uns dort nicht scheint, dann bleibt nicht immer, dann wollen wir nicht Jäwen. Ich will Vers 8 lesen und mal sagen, was das sagt. Na, ist das reich, dass einer von Gott stehlen wird, aber je stehlen von Menschen sein danach, wo haben wir von dir gestohlen? Na, die haben mir nicht dort Tiendel von deiner Arten gegeben und dort Port, was die
de priesters geven soll. So hier redet van twee dingen. Dat redt hier van dat tiendel en dat redt van dat pad. En ik weet dat de omstanden zijn te deze tijd ganz anders geweest. Dat laat ik vervallen. De omstanden zijn ganz anders geweest. En God fällt dat nicht an dat Geld. Aber uns fällt dat so sehr neidig an sein Sehen. Nu zeg het vers 9, zeg het, nu sind die ook unja ein Fluch, willst je bestehlen mij en dat ganze Volk dat. So, wir wollen nicht unja ein Fluch sein. Und jeder einer von uns, der hat das Verlangen, wir wollen am Sehen sein. Wir wollen am Sehen sein. Verstehen Sie, bringt mir das volle Tindel an meinen Specken an, so dass an mein Haus wird zu eten sein. Proef mir damit auf, sagt der Herr, der alles regiert fängt ut, auf ich nicht verjühnt war, den Himmel aufmerken und ein Sehen drauf schaden, so dass dünnt dort Everand. Ein Prediger sagt, Gott ist ganz zu jeden, dort am aufgeprüft wird und denkt. Aber hier ist ein Ding, wo wir Gott kann aufprüfen, sage ich. Was du Gott aufprüfen, prüf dort an das Ding auf. Prüf dort, fäng dort ut, als die dort was zum Sehen sind. Wenn Gott für mich einen Plan hat, ab wann Level ich soll leben, was ich ihnen soll, an das Leben, dort merkt kein Unterschied. Ich denke an die Geschichte, als noch mal 4 Menschen in dieser Welt wären. Adam und Eva und Kain und Abel. Na, vielleicht sind da noch mehr gewesen von der Geschwister. Aber so, dann wird all Mord. Und was so? Wer in diese Bad wollen opfern, wer hat die Ent gesagt, dass sie sollen? Ich stelle mir das so vor, sie werden überzeugt, dass sie Sünder wären. Und sie wollen was opfern. Und sie opfern, und du sei wie den Unterschied von dieser Anstellung über opfern. Und das ist mein Verlangen, dass wir lernen wollen von dir, was unsere Anstellung von der Jäwen, dass wir können ansehen sein. Und dann Vers auf sagt, dass ich war den Knieper nicht luten, ab jene Fläche kommen und jene Arten abfreten, und die wollen nicht eine Messart, eine Wien Gottes haben, sagt der Herr, der alles regiert. So, ich war das durch so luten, und dann war wir ein bisschen wiedergehen. Matthäus Kapitel 10, Vers 8. Ich war erst Vers 7, das sagt, und wenn die gehen, predigt und sagt, das Himmelreich ist nu ohne dir. Dann sagt er wieder, heilt die Kranke, reinigt die Lepra, weicht die Todes ab und drief Satan ut. Die haben dort umsonst gekriegt, geeft dort auch umsonst wieder. So, das sagt hier, was wir sollen tun, und wir haben das gekriegt, wir können das tun, der wird am Glauben sind. Und dann sagt er nach Vers 9, sagt er, nehmt kein Gold selber oder Kappa am Gurt. Nehmt dort nicht eine Tasche und nicht 2 Kleider oder Schuhe und nicht ein Stock mit ab jener Reis, weil ein Arbeiter es sein eten wird. Und das weist uns all durch, dass die, was das schaffen tun, die brauchen sich nicht versorgen, dass irgendwas versorgt werden von der Arbeit, was sie tun. Und wir wissen, dass viele Städten erst das all eine Aneihe geworden. Wenn hier über diese Konsul wird immer Jesus das gerät und wird sehr
sei Druck gegeben immer von allein. Und wenn das einmal steht da sind, ich kann Ihnen von denen vertellen, ich mag das nicht hören. Ich mag das nächste hören, was wir wollen noch lesen. Wir haben mal Römer Kapitel 12, Vers 8 dran. Doch ich habe mir hier einen rechter Vers abgeschrieben. 12 Vers 8, du sagst, wann Armon, dann du nur Armon, wann Jäwen, dann rechtlich, wann andere verstehen, dann flietig. Wer du auf Mitleiden zu sein, soll das mit Frieden tun. Und das nächste, weil wir nur 1. Korinther Kapitel 16 gehen. Vers 1 wieder, du sagst, was der Geleit für die Heilige anbelangt, dort so als ich die galatische Gemeinden anordnen zu tun. So, erstens sagt, was die Geleit anbelangt, sagt, das soll wir so tun, als die Gemeinde an Galater hat angeordnet zu tun. Und dann sagt Jesus das. Und jeder ersten Tag an der Werk soll ein jeder eine bestimmte Samen und Siedlein und sammeln, nur aus sein Annum ist. So, hier redet das nicht von Tieren, hier redet das von nur aus sein Annum ist. Ja, das ja. Und dann, das redet, wenn das sagt, jeder Werk, das meint auch, das soll was Beständiges sein. So, einige haben vielleicht mal einmal das Jahr ankommen, der wird bloß akren und er ankommen von das, kann so sein, dass das für dich nicht passend ist. Aber das ist korrekt so, bloß du noch aus sein Ankommen ist. Dort wir nicht nach Kollekten machen, wann ich komme. So, das zu hören, dass Paulus will hier nach Korinth kommen, und sie sollen das all tun, und du hast auch eine Ursache für, wo du das tun soll. Dann sagt er, willst wann ich komme, weil ich den Mann, der je vertrauen, mit Brief versorgen und mit jene Gove nach Jerusalem schicken. So, hier ist das zu hören, zu was soll das gebraucht werden? Ich weiß auch, dass die meisten von ihnen, die sind sehr flittig an das. Die tun sehr gut. Die versorgen sehr weit und breit. Und die haben meist irgendwo die Missionsarbeiter. Ich hörte von einem Prediger dort von Monterrey, heißt auch Lehrer bei einer Gemeinde. Und da sind nicht sehr viele Menschen, vielleicht so viel als hier, aber sie hatten 40 Arbeiter. Sie haben 40 Predigerschritte geschickt für Mission. Für Mission, die gute Nachricht durch Hand zu bringen. Und mir hat sich das sehr schein, dass so viel Gläubige sind. Aber wenn wir Jäwen tun, ein Bruder sagt, das ist auch ein Wieser mehr, was wir wissen, wo unser Leben mit Gott eingestellt ist, wo gerade unser Leben zu Gott ist. Und das gibt mir sehr neue Dank. Wir wissen dort auch, dass die Bibel sagt, dass Jäwen soll ja ausnehmen. Paulus redet davon, und er sagt dort, dass Jesus dort auch gesagt hat. Vielleicht kommen wir nach Bad Dürse. Nächste war wir in 2. Korinther Kapitel 8 dran, und da wollen wir 9 Vers lesen. Und da sagt es das, Mautmerken zum Jäwen. Unsere Brüder, uns ist dort darum zu tun, dass die weiten sollen, was Gott seine Gnade für die Gemeinden in Mazedonien getan hat. Die sind an ihre Troubles, und die sie
so hart versucht worden, standhaft geblieben, und wenn sie auch sehr arm sind, haben sie doch gern rechtlich gegeben. Ich wundere, wie viel von uns wir denken, wenn wir durch in Trouble gehen an eine Gemeinde oder wir sind nicht mehr mit uns Maut tun, dass wir das erste denken, wo will ich wieder aufteilen? Oder nu doe ich das nicht mehr, da will ich kein Geld mehr geben, nur die Gemeinde. Aber ich glaube, das ist sehr schwach von uns. Sehr schwach ist das. Wenn hier sagt, dass von dieser Gemeinde, die sind standhaft geblieben an ihre Troubles. Und sie sind auch standhaft gewesen, wenn sie sehr arm waren. Sie haben danach gegeben. Paulus sagt hier, sie haben rechtlich gegeben. Und dann sagt er, ich kann das bestätigen, am Vers 3, dass sie so viel gegeben haben, als sie können. Und sogar mehr als sie können. Na, was schafft das, nicht so? Mehr als sie können. Wenn wir an diese Früh denken, dann, was ihre letzte paar Silberstücke anleihen, das wird mehr als was sie geben können. Wenn sie nur sich kicken, was alles fehlt, das wir viel mehr als sie geben können. Und Jesus sagt von dir, der hat mehr eingeleicht, als der, was das meiste du hat eingeleicht. So, das redet hier von, du nur, was uns annehmen wird. Und so stelle ich mir vor, hat Paulus diese Gemeinde in Mazedonien angekickt. Aber mir sagt das auch, dass Horten wären am Vier für Mission, für das Evangelium, dort wir was bedwingen, dass sie wollen geben, sie wollen unterstützen. Vers 4 sagt, und ganz aus sich selbst prachten sie uns mithalten zu dürfen, der Heilige zu unterstützen. Und das ist so ein großer Unterschied, was das hier sagen wird, aus sich selbst. Sie prachten uns mithalten zu dürfen. Wenn wir das futen können und uns das vernehmen können, dass wir wollen die Juden abholen und wir wollen das auch so tun. Das wird uns sehen und wir wollen froh jeweils sein. Und das nicht mehr so, als wir gehofft haben. Sie geben erst sich selbst dem Herrn an. Und dann auch uns, ganz nur Gott sein will. Und das wollen wir auch lernen und auch tun. Uns selbst dem Herrn angeben, wann wir auch geben. Und auch das, was wir schatten tun, das wollen wir auch nur dem Herrn geben. Ganz nur Gott sein will. Und weil Titus mit der Genodenwerk angefangen hat, haben wir teueret und auch beginnt dabei zu bleiben. Bald das wird fertig sein. Die sind an alles so recht und bleiben am Reden, am Verstehen und anholend sein und an dünne Leib zu anderen, so als wir dort an dünn gewagt haben. So seid nu nur, dass je auch an diese Genade zum Geben uttegnen. So hij loft hier an Dinge, wo sie rechtbaren sind. Und dann sagt er, und dort an das auch, an Geben dort auch uttegnen. Und wir wissen, dass die Bibel uns lehrt, dass wir sollen nicht mit der Person verabgehen und weiten lassen, dass nu weil wir geben, nu weil wir beten, zum Gesehen zu sein. Aber Paulus sagt hier, sieht an das auch uttegnen. So ist je am Glauben, am Reden, am Verstehen und am Anholen sein. Bei mir ist das immer ein besonderes Ding, wenn die Bibel uns abfordert, anholen zu sein. Viele Dinge, die kann wir für einmal tun und einmal gut abdachen, so gesagt, und dann geht das ut. Und das Fleisch ist fertig, so ist das. Aber anholend sein. Ich sage das nicht, dann sagt er hier, ich sage das nicht aus ein Gebot, aber weil andere so ewig sind, mag ich sein, wowel die sind, zum Geben. So, das ist, was er hier sagt. Ich sage das nicht aus ein Gebot. Wir finden das im Nebenbund auch gleich, dass von den Tieren reden wird.
Aber das, was er hier sagt, ich sage das nicht aus ein Gebot, aber ich möchte das sein, dass die hierbei auch ewig würden sein. Dann sagt er hier wieder, die sind jemand an den Herrn Jesus Christus seine Gnade bekannt. Wenn er auch gerecht wird, wird er doch am Jünd halten, dass die durch seine Armut können recht werden. So hier nimmt die Jesus am Vergleich. Wer wir besser auf uns sei, und was jij hei, dass wir können recht werden. Hij geeft alles. Hij geeft alles wat hij had, omdat ik en du kunnen recht worden. So hier is nog waar dat opverband, wat er wijdlechtlich zijn. Dat hij geeft alles wat hij had. Hij wil waarlijk dat alle te geven, dat we kunnen lechtlich zijn. So, weil wir noch einmal noch den Textvers 3 in 2. Korinther Kapitel 9, Vers 7. So, du sagst, en jeder Soldat, wat hij zich am hart vergenommen hat, met Fried geven. En nicht bemat. Gott als die Gott, der met Fried geven. Weil wir noch Apostelgeschichte 20, Vers 34 dran. Du sagst so steht, en an alles, was ich deed, beweis ich junt, dass wir der schwer arbeiten, der Schwache mithalten müssen, und daran denken, dass der Herr Jesus sagt, geben, es soll ja uns nehmen. Hier redet nicht von gerat worden durch geben. Hier redet von, wofür Scheiner dort geht, geben, uns nehmen. Und ich weiß nicht, wenn die nach Kemmelsan am Not war, dass die was besonders sprechen deuten, und dass die wer was gegeben hat, dann habt ihr natürlich das nicht belebt, weil das wird als was gegeben kriegen. Aber heimul könnt wem was geben, was die sein, was dem Nächsten neidig fehlen wird, was dem fehlhalten wird, dass die den dort geben. Aber jährlich bleibt hier keiner üt. Wir brauchen alle was keiner hat, und uns das keiner aus der Herr Jesus geben kann. Und dort hat er den goldenen Platz verloren, der rechtste steht von was zu denken geht. Der verleiht er, um unser Recht zu machen. Was wir beten. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort, und ich danke dir, dass du so groß bist und genug und barmherzig bist. Und ich bete, dass was an uns gewesen sind, und dass wir als Kinder Gottes auch werden uittekenen und das irdische Geld zum Geben und zum der geistliche Arbeit durch euch mitzuhalten. Magst du verherrlicht werden und mag dein Wort ausgebreitet werden, durch das, dass meine Menschen geraten werden. Dankeschön, Jesus. Amen.